Um ehrlich zu sein, nur alles, was einen Knuckle hat, der Rest ist eher so mäßig. Du hast doch keine Ahnung. Mister, ich habe vor 30 Jahren das letzte Mal gespielt. Mister, ich habe zum letzten Mal live gespielt, als noch die Dinosaurier auf der Welt gewandelt sind. Ich mache das jetzt auf FEC immer so. Quasi die Tower Dailies immer. Also entweder ich mache es zum Schluss des Streams oder zu Beginn des Streams. Und zwar immer davon abhängig, wenn ich mich einlogge. Quasi, was habe ich als letztes gemacht, sozusagen. Also, ich starte quasi den Tag, logge mich ein. Und je nachdem, ob ich Master bin, fange ich direkt an zu leveln und mache die Dailies am Ende. Oder, wenn ich noch 145 bin, mache ich direkt die Tower Dailies, weil dann spare ich mir einmal das Quest annehmen und abbrechen, sozusagen. Hört sich nicht nach viel an, aber es dauert halt jedes Mal. Also erstens kostet es mich ein Blinkwing auf Madrigal, jedes Mal die Quest anzunehmen. Weil ich bin ein fauler Hund. Oder Scroll of Return, eins von beiden, aber beides ist nicht unbegrenzt verfügbar. Und dann spare ich mir quasi immer ein Scroll-Item und, keine Ahnung, 5 Minuten oder so. Aber jeden Tag 5 Minuten, 1 bis 2 Mal jeden Tag 5 Minuten. Auf über 2 Monate gerechnet, das summiert sich schon ganz schön. Plus die Items, die man zusätzlich verbrauchen würde, wenn man sich unnötig hin und her teleportiert oder so. Genau. Und ja, Ziel für heute ist auf jeden Fall wieder mindestens ein Level. Master Level bei allen Chars. Da wir gestern 5 geschafft haben, gehe ich aber davon aus, dass wir mindestens wieder 3 schaffen. Also am ersten Tag waren es 3 auf jedem Char, Minimum. Gestern waren es 5. Also denke ich mal, sind heute auch wieder mindestens 3 realistisch, aber Mindestziel ist 1. 5 Minuten mal 2 Monate, 10 Minuten. Quick Math. Einfach anstatt vorn Kreditkarten gesockelt. Ja, so ist das. Alter. Der Typ da ist einfach Sis-Fister. Aber von diesen Violet-Farmern gibt es halt schon viele. Also, wenn du diese ganzen kleinen Shops addierst, sind es halt schon auch immer... Junge, dieser Typ irritiert so heftig mit seinen dämlichen Drachen, Alter. Was zum Teufel ist mit dem? Jetzt hab ich vergessen, was ich sagen wollte. Ja, also auf jeden Fall. Ja, jetzt macht er gerade seine Shops auf. What the fuck? What the fuck? Alter, das ist niemals legit. Der hat gerade in 2 Sekunden alle Shops geöffnet. Der hat safe ein Skript benutzt. Band. Ich hab's auf Kamera. Der hat 1000% ein Skript benutzt. Der hat gerade literally innerhalb von 1 Sekunde 8 Shops aufgemacht. Wenn du es unbedingt ausgeben willst, würde ich dir sagen, mach deinen einen Charakter quasi perfekt oder extrem gut. Aber fang nicht an, 3 Charakter auszurüsten. Dann hast du am Ende nur 3 Charakter mit mittelmäßigem Equipment. Oder vielleicht gutem Equipment. Und das kannst du nie wieder verkaufen. Und je mehr Geld du auf diese 3 Charakter aufteilst, desto mehr tut es dann eigentlich letztendlich weh. Weil dann hast du halt, wie gesagt, 3 Charakter, die definitiv nicht perfekt oder weit von perfekt entfernt sind. Und alle 3 brauchen irgendwann wieder komplett neues Equipment. Wenn du jetzt aber einen Charakter nur nimmst und den extrem stark machst, ja, das Penya ist natürlich trotzdem lost. Aber da hast du zumindest einen Charakter, den du mit dem gleichen Zeitaufwand auf Borodeng niemals so krass bekommen hättest. Weil es ja auf FEC deutlich günstiger und leichter ist, eigentlich besseres Equipment zu kriegen. Durch die höhere Drop-Rate und so. Gut, gilt jetzt momentan leider noch nicht für alle Items, aber für viele. Also zumindest für Schmuck und Sets, die sind hier auf jeden Fall deutlich günstiger. Und werden ja auch immer noch günstiger. Wenn das in dem Tempo weitergeht, sind bis zum Ende vom FEC alle 150er White Sets komplett wertlos. Selbst die meisten Waffen werden bis dahin wahrscheinlich gut gesunken sein. Und Schmuck wird auch immer günstiger. Also das wird man schon deutlich merken. Momentan merkt man es halt am heftigsten bei den Sets leider nur.
Aber der Rest wird safe noch folgen. Nicht ganz so drastisch wahrscheinlich, aber safe auch noch. Also ich denke auf jeden Fall nach dem PvE und PvP-Event wird es nochmal einen Preis-Drop geben. Wenn viele Leute, die nur deswegen gespielt haben oder hauptsächlich deswegen dann eventuell probieren werden, ihr komplettes Equipment loszuwerden, weil sie eigentlich gar nicht spielen wollen. Nach dem FEC-Server. Also Leute, die halt quasi nur für den FEC-Server gespielt haben. Und wenn alles, was mit dem FEC-Server vorbei ist und halt quasi auch das Ende vom FEC-Server dann in die greifbare Nähe rückt, ich denke, dann wird viel Equipment auf den Markt geschmissen. Und dann, spätestens dann, also wenn dann die Preise nicht sinken, dann weiß ich es auch nicht mehr. Dann ergibt es eigentlich keinen Sinn. Aber das ist so meine Prediction eigentlich. Und ja, Sets, wie gesagt, sind bis dahin wahrscheinlich komplett wertlos, genauso wie Schmuck. Also was heißt immer komplett wertlos? Ich finde halt komplett wertlos im Verhältnis zu dem, was man machen muss, um es zu bekommen. Weil Ultimate-Schmuck ist zwar günstig, weil du brauchst ja nur Schmuck bis 15 und genug Fragmente, die du theoretisch farmen kannst. Aber naja, dieses Farmen wird halt, finde ich, auch immer ziemlich, keine Ahnung, undervalued irgendwie. Aber wenn es halt genug Leute machen, dann ist es halt einfach so, dass das Zeug dann im Wert so krass sinkt. Egal wie viel Zeit das theoretisch kostet, diese ganzen Fragmente zu farmen. Juckt ja dann letztendlich keinen mehr, wenn es jeder verkauft. Ja, aber wie gesagt, ich würde es nicht auf 3 Charakter aufteilen, Amonox, ich würde es alles in einen pumpen. Level up, baby, let's go. Level up, baby, let's go. Uro weiß, was Besseres gibt. Ach so. Ja, also ich meine, das ist halt immer das Problem bei Flive. Irgendwie, dass du halt weißt, irgendwann kommt eh was Besseres. Dann musst du alles nochmal machen. Aber das, ja, da kann man nichts machen, leider. Das war schon immer so. Also wenn man es so sieht, ja. Eigentlich muss man echt sagen, wenn man sich an die Spielregeln hält und alle anderen Sachen ausblendet, die verboten sind, dann ist es echt dämlich, auf perfektes Equipment zu schwitzen. Weil, wenn du den Absprung nicht rechtzeitig schaffst... Also, ich meine, gut, in Flive Universe wird es vielleicht nicht so drastisch sein, aber zum Beispiel in Flive PC war es ja so, dass sie zum Beispiel Duzakas Waffen irgendwann released haben. Ich weiß nicht genau, in welcher Reihenfolge das war, ehrlich gesagt, was so lange her ist. Aber Duzakas Waffen oder generell diese neuen Waffen, die sie irgendwann rausgebracht haben, die waren ja standardmäßig Ultimate. Und früher war es ja so, also wie jetzt auch in Flive Universe, naja, wobei in Flive Universe eigentlich nicht so, aber so ähnlich, du hast ja AGX zum Beispiel, dann AGX plus 10, das war schon gut, aber dann gab es ja Ultimate, dann Ultimate plus 10, war nochmal wesentlich besser als plus 10, das war aber auch schweineteuer und richtig schwierig. Und dann releasen sie einfach Waffen, die basically genau die gleichen Effekte haben, wobei am Anfang hatten sie tatsächlich noch andere Effekte, aber zumindest nach dem Rework war es dann auf jeden Fall so. Dann releasen sie einfach Waffen, die standardmäßig die gleichen Effekte haben und bereits Ultimate sind und bessere Basis-Stats haben. Und dann ist plötzlich deine Ultimate plus 10 Waffe, ja, sie ist noch besser, aber diese andere neue Waffe, die droppt relativ einfach bei einem Random Giant, den jeder Fuzzi umknallen kann. Und du hast aber für deine Waffe literally tausende Euro ausgegeben oder zumindest umgerechnet Penny im Wert von tausenden Euro und hunderte, tausende Products verschwendet. Und die releasen einfach eine Waffe, die clean nicht gleich gut ist, aber nah rankommt. Und halt nicht mal ein Hundertstel von dem kostet, was du ausgegeben hast, so ungefähr. Und ich meine, wie gesagt, so drastisch war es, würde ich sagen, bis jetzt noch nicht in Flive Universe zum Glück. Aber man weiß es ja nicht. Ich meine, woher zum Teufel soll irgendeiner von uns wissen, was ein Update sein wird oder was das nächste Update sein wird mit, also Levelerweiterung und neuem Equipment. Wie gut dann das neue Equipment ist und so. Also dieses Risiko hast du immer. Und wenn du vor sowas Angst hast, dann musst du es halt immer so machen, dass du niemals auf perfektes Equipment gehst. Weil, habe ich ja letztens auch schon mal gesagt, der Unterschied zwischen gutem und perfektem Equipment ist ja auch nochmal brutal krass.
Und wenn man wirklich Angst vor sowas hat, dass sein Equipment so schnell an Wert verliert, dann sollte man halt auch nicht zu extrem auf perfektes Equipment schwitzen, sondern nur sagen, ja, Ulti plus 4 zum Beispiel beim Schmuck jetzt, das reicht mir. Ulti plus 5 macht keinen so krassen Unterschied mehr, würde aber exorbitant viel kosten. Und Ultimate Schmuck plus 4 in Anführungszeichen, wenn der 50% des Werts verliert, ist nicht so schlimm, wie wenn Ultimate Schmuck plus 5 50% des Werts verliert, weil da verliere ich 30.000 F-Coin und beim anderen verliere ich nur 5.000 F-Coin oder so. Also jetzt eine random Zahl in den Raum geschmissen. Genauen Werte sind ja Wurst. Ja. Ey, Junge! What the fuck? Was? Ja, ist ja ultra der Scheiß. Da werden jetzt noch die Leute belohnt, die diesen Trash-PK-Channel gespielt haben. Dreck. Löscht einfach diesen PK-Channel. Löscht ihn! Verbrennt ihn! Danke. Ey, gern geschehen. My pleasure. Keinem Channel irgendjemand. Gefühlt. Level up, baby, let's go. Level up, baby, let's go. Ich verstehe, wenn man Fan von jemandem ist. Aber so dieses, er furzt irgendwo hin und du kniest dich hin und atmest die Luft ein, die er ausgefurzt hat. Und davon gibt es wahrscheinlich bei Ronaldo literally Millionen von Leuten, die das machen würden. Das ist irgendwie krank. Ich finde das geisteskrank. Solche Leute haben irgendwie eine psychische Störung, meiner Meinung nach. Bleibt den sweet old ass. Boom. Bohum. Level up. Oh, Verzeihung. Level up, baby, let's go. Bist erstmal einen Monat oder 2 oder 3 beschäftigt, während alle anderen den neuen Content genießen. Alle anderen spielen draußen in der Sonne und du sitzt drin und hockst am PC quasi und musst arbeiten. Wie so ein Loser. Und dem will ich vorbeugen. Knackg hat auch in Watercoin investiert. Naja, wenn er früh genug ausgestiegen ist, hat er bestimmt ein paar Millionen damit gemacht. Safe. Ein paar Millionen auf CR7 snacken, Alter. Schmeckt. Ein Bildposter NFT. Ey, die Leecher haben noch 71 erreicht. Nice, das hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm. Ja, dann haben wir heute auch wieder die 3 Level-Ups geschafft. Sehr gut. Erster Tag 3 Level-Ups, zweiter Tag 5 Level-Ups, dritter Tag 3 Level-Ups. Gute alte 3-5-3-Kombo.